Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute soll es mal um dieses neue Cage von Telesync gehen. Und zwar ist das hier das neue Cage für die DJI Osmo Action 6. Gerade frisch rausgekommen, so wird es geliefert in diesem Gehäuse. Ja, die Hersteller brauchen natürlich auch immer ein bisschen, um diese Zubehörsachen immer zu entwickeln, nachdem die Kamera rausgekommen ist. Und das hier habe ich jetzt schon im Vorverkauf bestellt gehabt und habe es heute geliefert gekriegt und will euch das gleich mal zeigen, ob das was taugt. So sieht es dann aus, wenn es ausgepackt ist. Die Farbe ist so dezent dunkelgrau gehalten, wie auch die Kamera. Ich hole mal die Kamera dazu. Das ist jetzt die Kamera, also das sieht fast gleich aus. Schauen wir mal, wie es passt. Hier oben ist so ein kleiner Knopf, lässt sich leicht bedienen und zack, auf. Also sehr leicht zu bedienen. Die Kamera wird jetzt hier so reingesteckt. Ja, sieht auch ziemlich einfach aus. Ein bisschen wackeln tut sie, also ein bisschen Spiel hat sie hier hinten. Hier vorne nicht wahrscheinlich, weil die ist ja hier so ein bisschen gewölbt von der Optik her. Also hier oben ist, hier vorne wackelt sie nicht, aber hier hinten ein bisschen. Ja, ich schließe das jetzt einfach mal zack zu. Jetzt wackelt hier nichts mehr. Also die ist bombenfest hier drin, ohne irgendwelche Geräusche zu machen. Ja, ansonsten gelungen ist dieser schöne extra Knopf, den sie hier drauf haben, schön auch im Metall gehalten. Also finde ich echt toll. Obendrauf ist wieder ein Blitzschuh. Das ist manchmal sehr praktisch für Lampen oder so, nicht solche Ähnlichkeiten. Von der anderen Seite hat man natürlich einen Gewindeanschluss für irgendwelches Zubehör. Und was natürlich auch passt, ist der Halter für die Kamera. Also den kann man auch seitlich hier anbringen. Oder man bringt ihn halt hier unten an. Was ich auch gleich noch mal dazu sagen will, weil es gibt ja so einige Änderungen bei dieser neuen Osmo Action 6. Und zwar, das ist der alte Halter. Also das ist der von der vorhergehenden, von den vorhergehenden 3 Modellen waren die nämlich so. Die haben sich nämlich ein bisschen geändert. Und ich zeige euch auch, was sich geändert hat. Also wie man sieht, haben die hier das Magnetfeld verändert. Ich drehe es so rum oder ich drehe es andersrum und das Magnetfeld hat sich halt verändert. Und demzufolge passen die alten Halter auch nicht mehr so richtig. Es gibt leider noch nicht groß Hersteller, die jetzt die neuen Halter produzieren. Das wird wahrscheinlich auch noch eine Weile dauern. Aber im Notfall kann man sie mit Gewalt auch einrasten lassen, aber ist halt nicht optimal. Muss man halt aufpassen, dass sie auch richtig gerastet sind. Aber ansonsten halten sie genauso bombenfest. Aber wenn man hier ein bisschen drankommt, zack, bumm, ist halt nicht so schön. Schade, dass sie es eigentlich geändert haben. Aber es sind so einige Verbesserungen und die machen immer wieder Verbesserungen. Genauso wie auch die Linse größer wieder geworden ist. Die Optik, alte Linsen passen auch nicht mehr. Also wie gesagt, ja, das sind also immer so kleine Abänderungen, die dann im Vorgängermodell vielleicht nicht mehr passen. Der Akku ist das Einzige, was noch passt. Ja, finde ich schon mal gut, dass man nicht immer wieder neue Akkus kaufen muss. Warum kauft man sich so ein extra Gehäuse? Es geht ja auch ohne. Und auf Hochkantfilm ist bei der Kamera eigentlich auch nicht mehr notwendig. Bei der hier schon. Da bräuchte man dann schon ein Gehäuse. Hier gibt es ja original noch eins dazu. Aber wie man jetzt hier so sieht, ich habe hier so ein Sicherheitsband dran, damit mir die Kamera immer nicht runterfällt. Und das haben die bei der Kamera, wie man hier sehen kann, nicht mehr. Die haben dieses Teil auf die andere Seite versetzt und hier kann man auch kein Bändchen mehr durchfädeln. Und das war eigentlich sehr praktisch, dass man die Kamera zur Sicherheit immer ans Bändchen hat. Vor allen Dingen, wenn sie mal ins Wasser fällt oder mal vom Fahrrad abfällt. Das ist mir alles schon öfters passiert. Und da war ich jetzt deswegen auf der Suche nach einem ordentlichen Gehäuse. Es gibt schon ähnliche aus Plaste oder aus Silikon, wo so ein Gürtel dran ist. Es gibt auch das Originale, ich weiß nicht, wie es ist, von DJI, da gibt es auch eins, auf jeden Fall, habe ich schon geguckt. Und da habe ich eben geguckt, das hier ist gerade frisch rausgekommen, schönes Aluminium. Und da kann man, hier ist es zwar nicht vorgesehen, aber
es hindert einen nicht, hier an dieses kleine Dings, dieses kleine Teil hier so eine Schlaufe dran zu machen. Das passt wunderbar. Und schon habe ich meine Sicherheit hergestellt. Ich stecke jetzt nochmal die Kamera rein. Zack, zack. So, das Bändchen kann ich hier auch wunderbar an den Halter machen. So, jetzt ist es schon mal gesichert. So, und jetzt kann ich die Kamera hier irgendwie festmachen und so kann man dann schon echt gut filmen. Und zum Schluss soll es nochmal um einen kleinen Vergleich gehen. Ich habe hier noch das Altgehäuse von Telesin und hier ist das neue. Ja, ich will da bloß mal die Unterschiede zeigen. Schauen wir mal oben drauf. Also hier oben befindet sich bei beiden ein Blitzschuh. Hier ist die Taste direkt an der Kamera. Hier haben sie eine schöne neue Taste kreiert. Also wirklich sehr schön gehalten. Ansonsten ist das hier auf dieser Seite alles das gleiche. Hier Schraubgewinde und diese Halterung zum Einrasten für Stativ. Unten ist es auch das gleiche. Da wird die Kamera direkt befestigt mit dem Stativ. So, von der Seite kommt man hier wunderbar an den USB-Stecker. Hier natürlich auch. Hier kommt man auch wunderbar dran. Hier haben sie noch auf den alten einen Blitzschuh gehabt. Den haben sie hier weggelassen, weil wenn ich den Blitzschuh hier drauf stecke, wie soll ich dann an die Taste kommen? Im Normalfall braucht man sie nicht oft, aber manchmal braucht man sie schon. Ja. Und was ich eigentlich auch sehr gut finde, also erstens ist hier bei der alten, macht sie es am besten, man nimmt hier 2 Hände. Also um das zu öffnen, hier kriege ich es wirklich bloß ganz lässig mit einer Hand hin, also brauche ich bloß leicht draufdrücken. Und was eben jetzt wirklich das Schöne ist, da das jetzt seitenverkehrt ist, komme ich hier nicht an Akku ran, muss erst die Kamera rausheben. Demzufolge müsste ich sie vielleicht auch hier von der Halterung abmachen und dann kann ich erst hier öffnen und die Klappe öffnen. Das ist so, naja, alte GoPro-Technik, kann man auch sagen. Und hier haben sie sich halt mal ein bisschen Gedanken gemacht. Hier haben sie es auf die andere Seite gemacht. Das ist wirklich schön. Also ich habe jetzt, wie gesagt, ich demonstriere das jetzt auch mal, damit man das jetzt mal so richtig sieht. Also ich habe jetzt hier Kamera gefilmt, Akku ist leer. Ja, ich drücke jetzt hier drauf und zack auf und zack den Schieber hoch, zack und Akku raus und Akku rein und zu. Und schon wieder betriebsbereit, ohne die Kamera vom Stativ runterzunehmen. Also das finde ich hier wirklich gelungen bei dem neuen Gehäuse. Also Telesin, ihr habt euch mal Gedanken gemacht, muss ich dazu sagen. So, das soll es dann erstmal gewesen sein. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.